Hallo liebe EMTB-Leser! E-Enduros bilden die Königsklasse des E-Mountainbike-Sports. In hartem Gelände können die Bikes mit viel Federweg eigentlich alles besser. Auf anspruchsvollen Trails, bergauf wie bergab, verschieben sie die Grenzen des Fahrbaren. Mit entsprechender Spannung sind wir den Test der nagelneuen E-Enduros Modelljahr 2020 angegangen. Und den Testsieger dieses Vergleichs, den wollen wir euch in diesem Video vorstellen. Wir haben 7 High-End-Bikes in Labor und Praxis getestet und ganz oben stand am Ende das YT Decoy CF Pro Race. Aber was macht das Bike eigentlich zu einem Volltreffer? Die Ausstattung ist, typisch für einen Direktversender, ausgezeichnet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stark. Vollcarbonrahmen, Carbonlaufräder, hochwertigste Fox-Federelemente, hier bleiben keine Wünsche offen. Handlich, spaßig, agil und trotzdem unglaublich sicher und potent. Auch das Fahrwerk schafft den Spagat aus Sensibilität und Gegenhalt perfekt. Ruppige Stein- oder Wurzelfelder bügelt der Hinterbau souverän glatt. Gleichzeitig steht er hoch im Federweg und der Fahrer kann das Bike aktiv und quirlig bewegen. Auf Anhieb sicherte sich das Bike den Testsieg und das, obwohl es mit 6.600 € zu den günstigsten Bikes im Vergleich zählte. Auch bergauf zeigt das Decoy kaum Schwächen. Zwar klebt bei ausgewiesenen Kletterspezialisten mit langen Kettenstreben das Vorderrad noch souveräner am Boden, aber schon mit dem Decoy kommt man an Rampen nur selten in Bedrängnis. Die starke Hinterbaufederung brilliert auch im Anstieg. Der Dämpfer saugt Wurzeln und Steine eifrig auf und bleibt dabei hoch im Federweg. So sitzt der Fahrer in einer angenehmen und zentralen Position. Geschalten wird mit Shimanos elektrischer XT Di2. Und damit kommen wir zum einzigen kleinen Kritikpunkt, den wir am Topmodell des Decoy erfahren haben. Um das Cockpit möglichst schlank zu gestalten, setzen die Forchheimer auf den kleinen E7000 Shifter zum Gangwechseln. Das Schalten klappt damit super knackig und direkt, die Ergonomie fiel allerdings allen Testern negativ auf. Der Daumen muss seine angestammte Position unter dem Lenker verlassen, der feste Griff geht verloren. Angetrieben wird das Decoy vom bewährten Shimano E8000 Motor, der mit seiner kompakten Bauform die gelungene Geometrie des Bikes erst möglich macht. Bei der Stromversorgung setzt YT allerdings auf eine eigene Lösung. Der selbstentwickelte Akku liefert 540 Wattstunden und sitzt tief und klapperfrei im Unterrohr. Die Batterie ist mit 2 Schrauben gesichert, einen Schlüssel braucht man nicht. Der Akku liefert auf unserem Prüfstand etwas mehr Energie als die klassischen Shimano-Akkus mit 500 Wattstunden. An die Reichweite der Bosch oder Brose Bikes mit deutlich größerer Batterie kommt das Decoy aber nicht ran. Mit 22,3 Kilo in Größe L gehört das Decoy zu den Leichtgewichten des Testfeldes. Die Bikes mit mehr Wattstunden fallen allesamt deutlich schwerer aus. Die guten Eindrücke von YTs erstem E-Mountainbike haben sich in unserem Vergleichstest absolut bestätigt. Die Fahreigenschaften sind erstklassig. Das macht das Bike zum verdienten Testsieger.